Moin, hallo Leute, wir sind wieder mal zurück am Wasser nach einer gefühlten ewigen Messesaison. Die ein schnelleres Ende hatte als gedacht. Schneller als erwartet. Und jetzt sind wir wieder draußen und nachdem wir jetzt in Italien und Österreich waren und unterwegs waren, haben wir uns gedacht, wir machen es dieses Mal zum Frühjahr mal anders, sondern gehen an den See, den wir sehr gut kennen, wo wir alle Bedingungen kennen, fangen einfach mal ganz easy einen Fisch, anstatt jetzt wieder große Experimente zu machen zur Jahresauftakttour. Und was ist passiert? Das war 2 Nächte geblankt. Ja, das was ist soll man echt sagen? total verrückt. Alle fangen, nur wir fangen natürlich wieder nicht. Aber das kennt man ja. Seife kauen. Aber das gehört dazu. Also im Endeffekt, wenn wir jetzt das Futter noch mal ein bisschen umstellen und dann jetzt noch mal die nächsten Nächte gucken und es wird jetzt ein bisschen wärmer, von daher. Witzigerweise haben wir ein paar Leute angerufen, die ringsherum alle sitzen und die fangen Fische. Also die Fische sind in dem Bereich, nur anscheinend noch nicht genau in unserem Gebiet. Und da basteln wir uns jetzt mal rein. Na, wir sitzen noch auf der windabgewandten Seite. Das ist auch entscheidend. Das Ufer, wo der Wind auflandig verläuft, da wird gefangen. Rechtlich fertigen wir uns nicht länger. Wir holen jetzt hier einfach dicke Fische raus. Ich hatte übrigens in der ersten Nacht ein bisschen, habe ich leider verloren. Der hat sich festgeschwommen. Aber noch mal ganz kurz, was erwartet euch in diesem Video? Wir haben uns gedacht, wir nehmen uns 2 Gewässer vor, sind hier erst an diesem sehr großen Natursee, zeigen euch hier, wie wir mit dem Boot auf 200-300 Meter ablegen, mit unserem SIP-System hauptsächlich, und hatten von vornherein geplant, dass wir im Anschluss mittendrin nochmal moven zu einem kleineren See, der ein bisschen andere Bedingungen hat, dort wieder ganz anders angeln und sozusagen 2 verschiedene Gewässer im Frühjahr jetzt mal vergleichen und gucken, wo wir erfolgreich sind. Weil Frühjahr ist immer eine harte Nummer. Eigentlich nicht. Okay, gut, also dann bis gleich. Später. Ja, also ich zum Beispiel bin auch immer ein sehr, sehr hoffnungsvoller Mensch und gerade merkt man, wenn man hier oben so ein bisschen erhöht steht, der Wind hat gedreht einmal komplett und treibt jetzt doch ein bisschen mehr hier bei uns rein und die Sonne scheint schön, ist ein bisschen halb bewölkt, aber hier ist es wirklich nur 1,5 Meter, 2 Meter maximal tief und wenn hier ein bisschen Temperatur reinkommt, kann es halt so ein Funken geben und auf einmal ziehen die Fische hier rein und wir leben hier eine Sternstunde. Deswegen, wir haben auch über Moven überlegt, aber deswegen bleiben wir momentan noch hier. Und es ist halt echt auch mal arschkalt nachts und tagsüber ist aber einfach jetzt gerade bombastisch. Jo Leute. Also ich wollte hier gerade mal meine Route neu machen und bin rausgefahren mit einem Schlauchboot, um die da zu meinem Spot, um die abzuholen und hole die Route hoch und habe gleich was Schönes an meinem Haken dran, nämlich dieses wunderschöne Spinnennetz. So, das kann passieren mit dem Abreißen. Also erstens mal eine Sache, die mir wichtig ist, ich weiß nicht, das sind hier fast 200 Meter Schnur, glaube ich. Das erste, was ich mache, ist, ich hole die Schnur immer aus dem Wasser, wenn ich sowas finde und nicht einfach abschneiden, sondern holt das halt raus. Und das Zweite, ich weiß nicht, ist mir wichtig nochmal zu sagen, man muss halt so ein bisschen mit Sinn und Verstand angeln. Ne? Ich habe jetzt geguckt, wo die Schnur hinzeigte, weil ich alles rausgeholt habe. Die war auf über 400 Meter gelegt und das ist halt eine monophile Schnur auf 400 Meter, höchstwahrscheinlich 3 Meter vor den Weiden abgelegt. Wie soll das jemals funktionieren, dass der Fisch sich da nicht festmacht und sich halt massenhaft Schnur abreißt? Man kann vor Hindernissen ablegen, definitiv. Man kann auch mal nah an Hindernisse gehen, aber entweder lernt man darüber, wie man dann den Köder ablegt, dass der Fisch nicht in die Hindernisse zieht, sondern eher vorbei. Oder eben, wenn man auf 300 Meter relativ nah an Hindernisse legt, dann auf jeden Fall geflochtene Schnur und nicht versuchen, 300 Meter mit einer monophilen Schnur vom Hindernis zu angeln. Der Fisch zieht selbstverständlich einfach da rein, weil du den ersten Piepser überhaupt erst kriegst, wenn er schon im Holz ist. Also, ja, bitte versucht da nachzudenken, damit nicht überall so eine Knäule in den Gewässern landen. Aber ja, jetzt heißt es für mich, entfitzen, neu machen und dann geht meine Route auch wieder raus. Jo, und nochmal eine Sache, ich weiß nicht, das ist so eine kleiner Trick oder Hinweis vielleicht, ne? Was ich immer mache, hat mir Marcel tatsächlich auch erstmal irgendwann erzählt, wenn ihr so einen Knäuel habt, nehmt euch ein Messer, geht hier rein und zerschneidet diese Schnur ein paar Mal, weil ansonsten, wenn ihr hier so einen riesen Knäuel habt, das landet auf irgendeiner Müllkippe, dann kommt ein Vogel an, verheddert sich da drin und stirbt daran elendig. Und so, wenn es einfach ein paar Mal durchschneidet, dann habt ihr so kleine Stücken, da ist diese Gefahr auf jeden Fall wesentlich reduziert und ja. Jo, ne Leute, und das ist so, habe ich die Route gerade reingeholt, so angeln wir das hier, ein SIP.
auf die lange Distanz und 300 Gramm Stein, damit das vernünftig liegt. Und was man hier sieht, bei sehr kaltem Wasser, hier hat das Wasser gerade 7 Grad Temperatur und man zieht den Gummi raus, sieht ja manchmal so aus. Und da gibt es einen Magic Trick, nämlich geht er einfach so, einmal anhauchen und alles ist wieder wunderbar in Topform. Klar machen und raus damit. So Leute, ja, wir sind jetzt hier mal rausgefahren zu meiner Stelle. Und zwar ist das hier ein Flussbett. Hier ist es eigentlich alles so ziemlich flacherer Bereich. Und dieses Flussbett geht dann auf einmal 2 Meter tiefer, also von 1,60 auf 3,60. Und ich habe jetzt in letzter Zeit an der Kante geangelt von diesem Flussbett, aber habe jetzt gehört durch ein paar Infos, dass es nochmal tiefer die Fische stehen sollen. Deswegen lege ich noch ein bisschen tiefer. Und bei uns im Team gibt es auch Leute, die der Meinung sind, weiße Steine in Schlamm zu legen, kann eine gute Option sein. Und ich werde jetzt zum Beispiel wirklich mal auf Auffälligkeit setzen, so weißen Stein da reinhauen. Und da es ja aber auch ganz unterschiedliche Meinungen gibt, will ich dieses Jahr nochmal für mich rausfinden, was läuft bei mir besser, Fallen oder Futterplätze, und versuche mal über das Jahr wirklich eine Route immer eine Art Futterplatz zu machen und eine Route eher so versteckt, fallenmäßig. Und ja, an dieser Stelle habe ich jetzt vor 2 Tagen 1,5 Kilo Futter abgekippt. Natürlich nicht abgekippt, ein bisschen breiter verstreut, und ich fütter jetzt auch nochmal nach, aber halt hier so fast nur Pellets, bisschen Hanf, so feine Sachen, um Attraktion zu erzeugen. Aber ich bleibe jetzt auch der Version mal treu, diesen Futterplatz zu beangeln. Ich lege eben nur noch mal ein bisschen tiefer und den weißen Stein. Mal sehen. Ja Leute, wir sind wieder draußen, endlich mal wieder selbst am Wasser, und es ist einfach traumhaft. Aber unsere Tour, die lief nicht ganz so wie geplant, aber was soll man dazu sagen? Vielleicht ein bisschen zur Vorgeschichte. Wir haben ewig diesen Winter unsere Messesaison durchgeführt mit jetzt letztendlich 14 Messen, zu zweit quasi abgerissen, mit und vielen Dank an die ganzen Unterstützer. Und haben uns gesagt, okay, sobald die Messesaison vorbei ist, geht's raus ans Wasser und wir drehen einen Film. Dann kamen jetzt auch die ganzen verrückten Umstände mit Corona uns dazwischen, und wir haben gedacht, na gut, zu zweit am Wasser sitzen ist die beste Quarantäne, die wir machen können. Also gehen wir einfach ein Video drehen. Haben wir natürlich uns schon gefreut, das erste Mal, ich glaube über 4 Monate waren wir jetzt nicht angeln aufgrund der Messesaison, und jetzt das erste Mal wieder raus. Was machen wir? So 7 Gewässer rausgesucht, einen Videoplan gemacht. Und am Ende haben wir uns dann entschieden, komm, wir gehen einfach an ein Gewässer, was wir kennen. Gerade auch nach den Österreich- und Italien-Videos haben wir uns gedacht, wir gehen mal wieder an einen See, den wir kennen, mal so ein Hausgewässer. Wollten eigentlich dann nach 3 Tagen nochmal switchen, so der Plan. Ja, dann ging es gleich spektakulär los. Ich kam hier an, ein Freund war noch hier, den ich am Ufer getroffen habe. Er kam mir händewedelnd entgegen und sagte erstmal: Hilfe, Carsten, ich brauche ganz schnell ein Boot. Mein Boot ist gerade mitten auf dem See. Ich angekommen, dachte, oh, jetzt erstmal runterkommen. Nein, Hektik, schnell das Boot rausgeruppt und aufgepumpt wie wild. Ja, einmal über den See gepaddelt, das Boot geholt. Und das war für mich der Moment, hier endlich mal zur Ruhe zu kommen für mich selbst. Und der Kollege paddelte los. Jetzt habe ich einfach ans Ufer gesetzt, meine Augen zugemacht und gedacht so, wow, wie geil ist das eigentlich. Die Vögel zwitschern. Alles schön ruhig ringsherum. Dann habe ich gedacht, okay, ich fahre mein Auto ein bisschen zur Seite, weil wir wollten noch was drehen und was machen, ausladen. Fahre beim Rückwärts ausparken direkt über meinen Gaskocher und habe erstmal einen zermanschten Gaskocher und dachte mir, okay, dieser Angeltrip geht sehr gut los. Erstmal ordentlich Komplikationen. Ja, dann haben wir unsere Routen fertig gemacht, natürlich voller Vorfreude vor uns. 5 Tage Angeln hier, dann nochmal der Wechsel. Geil, wir waren richtig gespannt, haben die Routen rausgebracht, war noch ein bisschen spät dran. Aber es lief alles einwandfrei und nach 4 Stunden direkt der erste Biss.
auf meine Route und ich gedacht, geil, das läuft wie am Stürchen, wie geplant, wir kennen den See, hier geht's richtig ab, das wird ein geiler Auftaktfilm für diese Saison. Den Fisch leider verloren auf der Hälfte der Strecke, weil ja relativ viel Holz im Wasser ist. Und ja, na gut, nichtsdestotrotz geht es einfach weiter und dann ging die Odyssee los. Kein einziger Piepser mehr. Wir haben hier 4 Tage gesessen, kennen die ganzen Leute ringsherum und haben uns mit denen verständigt und immer wieder gehört, überall werden Fische gefangen. Die Fische halten sich noch im Tieferen auf. Durch die kalten Tage vorher sind die Fische losgezogen, wieder ins Tiefere aus dem flachen Bereich raus und wir hatten quasi genau den Zeitpunkt verpasst. Was jetzt tun? Aussitzen, die müssen hier reinkommen. Wir haben die Wassertemperatur gemessen, haben gemerkt, als wir angekommen sind, 7,7 Grad, die stieg dann über die nächsten 3 Tage schon auf 10 Grad und uns war hundertprozentig klar aufgrund unserer Erfahrung und der Gewässerkenntnis, die Fische ziehen in diese Flachwasserzonen rein, die wir beangeln. Und wir haben verschiedene Optionen. Oft empfiehlt es sich im Frühjahr zu moven und einen neuen Spot aufzusuchen und wir haben uns gedacht, nein, wir haben diese perfekte Stelle hier, wir müssen nur Geduld haben und aussitzen, bis die Fische kommen. Ja, und dann ging es los. Tag für Tag irgendwie verzweifelter, die ganze Zeit so, was soll man machen? Die Fische sind einfach nicht hier. Ja, was macht man dann irgendwann? Dann kommt so diese Zweifelmomente, diese Momente, in denen man denkt, okay, nach 4 Tagen, hier muss irgendwas passieren. Aber wir sitzen es aus, haben uns dann entschieden, nicht den See zu wechseln und hier an diesem Gewässer zu bleiben. Und jetzt in der 5. Nacht auf einmal 3 Läufe. Ja, krass, Leute. Nach 5 Tagen Blanken geht es heute Nacht los. Die Fische ziehen rein, wie wir es vorher gesagt haben. Ich habe jetzt hier gerade den 3. Fisch im Drill, die ersten 2 auch noch verloren. Ich hätte ausrasten können. Und es ist auch nur ein kleiner, aber es ist mein erster Fisch 2020. Juhu. Richtig geil. Leider Gottes habe ich nur einen davon gekriegt, einen ganz kleinen Fisch. Aber das war mir egal. Ich habe das erste Mal die Bissanzeige gehört, bin aus dem Schlaf raus. Bumm. Aber auch eben von den 3 Fischen 2 wieder verloren. Wahrscheinlich, weil es kleine Fische sind und die dort eben nicht genug Schnur nehmen können und deswegen leichter ans Holz ziehen. Das ist so meine Vermutung, warum ich die immer direkt verliere. An dem Spot ist es ein bisschen hindernisreich, aber ich lege extra hinter das Hindernis, damit ein größerer Fisch, wenn er das nimmt, wegschwimmen kann vom Hindernis. Ja, wie auch immer. Es ging los, 3 Bisse in der Nacht. Morgens wieder ruhig. Marcel hat immer noch keinen Biss gehabt und natürlich habe ich ihn auch schon ein bisschen gepiesackt und immer, na, Blanco Hauptquartier, was geht hier ab bei dir? Und ja, er ist auf jeden Fall draußen, eine Route neu legen und seine erste Route geht ab und ich, oh Marcel, was soll ich machen? Rein ins Boot, seine Route geschnappt und habe diesen ersten tollen, größeren Fisch gedrillt. Wir haben sie auf dem Spot. Nach 4 Tagen Warten in der 5. Nacht endlich 3 Bisse über Nacht. Alles nur kleine Schniepel. Den ersten habe ich gefangen. Aber jetzt hier gerade 2 Bisse am Tag hintereinander. Perfekt. Im Abend Sonnenschein. Auch noch kein Riese, aber sie werden größer. Und die Fische sind jetzt eindeutig da. Also ich sage mal, wir versuchen jetzt noch einen rauszuholen und euch endlich von unserem erfolgreichen Abschluss hier zu berichten. Check. Also größer, ja, ihr müsst euch das vorstellen. Wir haben jetzt seit 4 Tagen gewartet. Der erste Lauf war toll. Wir wussten, dass die Theorie ist bestätigt, die Fische kommen an. Wahrscheinlich die ersten, die sich vorwagen. Und jetzt über den Tag 2 weitere Läufe, also 5 Läufe über einen Tag. Der letzte Fisch wurde größer. Ach, nice. Da ist er. Ja. Schöner Fisch, oder? Ja. Also wir sind jetzt hier echt mega guter Dinge, dass das hier vorangeht und haben jetzt gerade die Routen ausgelegt und jetzt heißt es warten auf den nächsten Fisch. Und jetzt hoffen wir euch für den Abschluss noch ein bisschen Action zu präsentieren. Also viel Spaß weiterhin beim Schauen und bis bald.
So, wir sind jetzt hier seit 6 Tagen am See. Das Wetter wird immer besser. Die Wassertemperatur ist rasant angestiegen. Wir haben innerhalb von 2 Tagen einen Anstieg von 3,5 Grad gehabt. Der Wind hat dazu noch auf unsere Seite gedrückt. Damit sind dann auch die Fische zu uns gekommen. Das haben wir natürlich gemerkt. Der Plan war es, ja, ein Video zu drehen, ans Wasser zu fahren. Als wir angekommen sind, hat der Blick aus Echo schon ein bisschen wehgetan, muss man sagen. Mit 7,5 Grad Wassertemperatur an der Oberfläche. Wobei es jetzt natürlich kein super großes Wunder ist, dass wir im März noch 7 Grad Wassertemperatur haben. Allerdings haben wir aufgrund der Wettervorhersagen diesen Platz hier ausgewählt. Und eigentlich sollte es schon 1-2 Tage eher wärmer werden. Und mit jedem Tag, den wir hier gesessen haben, wurde der Wetterbericht um einen Tag nach hinten aktualisiert. Jetzt ist endlich das warme Wetter da. Wie gesagt, 3,5 Grad Wassertemperatur, Anstieg in den letzten 3 Tagen. 2 bis 3 Tagen. Wir konnten noch nicht so viel ändern. Unsere Spots sind tiefenmäßig relativ stark beschränkt. Ich sag mal, man hat hier 3 effektive Tiefen, die man befischen kann. Von 1,30 bis 1,50 über 2,50, 2,60 bis hin zu 3,70, 3,80. Dazwischen gibt es aber nichts. Das heißt, wir hatten diese 3 Optionen. Wir haben hier teilweise Durchschnittstiefen von 1,50 Meter. Da sind auf jeden Fall Fische. Wir müssen jetzt nur noch warten, bis sie aus ihren Verstecken, aus ihren kleinen Pools herausgezogen kommen. Und dann können wir die hier vorne abgreifen. Es ist auch wunderschön jetzt hier in der Sonne. Und wir werden auch garantiert jetzt noch einen Fisch fangen. Wir haben jetzt noch einen Tag. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ein dicker Fisch an der Angel hängt. Und wir den natürlich auch cashen. Also denn... So, Marcel. Wenn das nicht mal einfach nur... Wenn das nicht einfach mal nur ein riesiger Aaland ist oder so. Oder das ist eine Schleie. Eine dicke Schleie? Das kann auch sein, der geht's hier auch. Ist auch immer mal gut, die Schnur zwischendurch immer mal straff aufzubauen. So, hier ist der kleine Rabauke von dem Drill gerade. Ich habe zwischenzeitlich wirklich gedacht, das ist vielleicht eine Schleie oder ein Weißfisch oder so. Aber es ist ein wunderschöner Fisch auf jeden Fall. Jetzt werden wir die Größe noch steigern, weitermachen, die letzte Nacht nochmal versuchen alles rauszuholen und dann machen wir weiter. Das Wasser ist auf jeden Fall schon wieder sehr kalt an den Händen. Jo Leute, es ist mitten in der Nacht. Meine Route ist gerade losgegangen. Jede Nacht mehrere Fische ist auf jeden Fall anstrengend. Besser so als 4 Tage blank. Jetzt alle 2 Stunden. Hier ist der kleine Racker. Oh, hier oben ist so ein Blutegel oben drauf. Kleiner, aber fein. Deswegen jede Stunde aufstehen muss jetzt nicht sein. Als wir geblankt haben, 4 Tage, haben wir noch gedacht, wenigstens mal ein bisschen. Morgengrau und Fisch im Drill. 5, 6 oder so gespielt. So, da ist er noch dran. Und den lasse ich auch gleich wieder frei, weil der ist definitiv unter dem Mindestmaß. Sweetie. Jo, moin Leute. Das war's mit unserem Trip hier. Ihr habt gesehen, in der letzten Nacht gingen zwar noch mal ein paar Läufe, aber auch nur kleine Fische. Vielleicht müssen wir uns eingestehen, was natürlich ganz selten passiert, dass wir hier einfach nicht so gut abgeliefert haben. Also wir haben ja gefangen, aber wir waren einfach mindestens 5 Tage zu früh, würde ich mal sagen.
Ja, am falschen Spot vielleicht. Ja, also für den Spot 5 Tage zu früh. Genau, und ist natürlich auch ein großes Gewässer. Wenn da mal keine Fische da sind, dann kommen die nicht innerhalb von 5 Stunden rumgeschwommen, sondern man braucht halt Geduld. Ja. Aber ja. Ja, nächstes Mal wieder mehr. Natur war schön, erste Mal draußen sein dieses Jahr war auch sehr schön. Ist auch entspannt. Und das nächste Mal zeigen wir wieder nur Bretter. Holzbretter. Also ich. Versteht sich. Ja. Ich bleibe nur noch einen Tag hier, Marcel muss einpacken, ich bleibe noch einen Tag hier. Vielleicht kann ich euch ja noch abschließend dann was präsentieren, aber das wird dann eher eine kurze Geschichte, ich bin gespannt. Genau. Aber das war's von uns. Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Ja, bis zum nächsten Mal würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal, wenn was es schön. wieder so warm ist. Boom. Ciao. Hingehauen, Leute. Jo Leute, das ist hier der totale Wahnsinn. Es geht einfach nur weiter. Ich wollte es einfach durchziehen und zeigen, dass es klappt. Und heute Nacht hatte ich den ersten Lauf um 4. Den Fisch leider verloren. Das war auch eine richtige Granate, glaube ich, weil die Bremse hat den gar nicht interessiert. Und ich dachte schon, das kann nicht sein. Jetzt steigt der auch noch aus. Letzte Nacht und ich verliere noch meine Chance. Und 2 Stunden später der nächste. Also anscheinend bin ich jetzt auf dem Spot. Und hier ist der erste schöne Fisch. Oh, geile Scheiße, ey. 1A. Ich habe 2 fette Läufe in einer Nacht bekommen. Also ich sage mal gucken, was ich jetzt noch zeigen kann. Alter, geile Scheiße, ey. Hier nochmal die andere Seite. Das ist jetzt so der erste Papi aus dem See. Mal gucken, ob Mutti auch noch vorbeischickt. Was für ein Maul. Guckt euch dieses Schiff an. Der hat schon ganz paar Muscheln weggenascht. Jo Leute, kurzes Update. Ich bin todeshappy. Also, es könnte einfach nicht schöner sein. Ich bin hier draußen, genieße die Sonnenuntergänge, den Vollmond, das Gezwitscher, die Geräusche und nach über einer Woche geht tatsächlich endlich die Strategie auf. Also der Background, der Plan war bis gestern eigentlich zu angeln, unseren Videodreh zu machen. Marcel musste dann los, war verabredet. Ich habe gedacht, fuck, ich will hier noch weiter angeln. Ich will noch zeigen, dass das funktioniert und abwarten, ob die Fische noch reinkommen. Und wollte dann eine Route rausbringen von mir an meinen Spot, den ich geplant hatte. Und eigentlich schon beim Ablegen habe ich nochmal so meine Intuition gefragt und mich nochmal so einmal aufgerichtet, einmal ringsherum über den See geguckt und gedacht, wo müssen die Fische eigentlich lang? Und dann habe ich mich einfach ganz spontan umentschieden und gesagt, nee, ich lege jetzt woanders ab. Ich habe hier einen Spot, so einen kleinen Spot abseits von diesen Hauptweidenfeldern. Das ist so ein kleines, versunkenes Weidchen, sage ich mal, und da auch tot mittlerweile. Und da habe ich ein bisschen mit diesem Klopfrohr gestochert und auch das Gefühl gehabt, da ein paar Muscheln entdeckt zu haben und dachte, da lege ich jetzt die Route hin. Und dann ging es einfach, so die ganze Nacht war ruhig. Ich hatte die Bremse auf dieser Route ziemlich festgestellt, 220er Murmeln drauf. Und nachts um 3 höre ich es auf einmal, piep, 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 piep. Und es wird einfach immer schneller und dem Fisch interessiert die Bremse einfach nicht. Und der nimmt einfach nur Fahrt auf und beschleunigt. Und in dem Moment so aus dem Schlaf heraus war mir bewusst, krass, jetzt geht's ab. Bin rausgesprungen, die Route aufgenommen, gleich komplett krumm, auch keine kleinen Schläge, sondern direkt massiver Druck dahinter. Ich ab ins Boot rein und dachte, yeah, es klappt, endlich geht's auf. Fahr raus mit dem Boot und habe beim Losfahren einmal scheinbar kurz die Spannung verloren. Ich habe es gar nicht gemerkt, bin relativ schnell gefahren, habe rangekurbelt und auf einmal kommt der Haken hoch mit Köder ohne Fisch. Und ich dachte, nein, ey. Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Es kann doch nicht sein, in der letzten Chance, in der letzten Nacht verliere ich dann auch noch die Chance, die ich bekomme. Okay, habe den gleichen Köder, gleiche Stelle, alles wieder abgelebt, gleiche Murmeln gefüttert, 4, 5 hingelegt. Konnte natürlich nicht mehr pennen, weil ich so aufgeregt war, so letzte Nacht, jetzt muss es noch klappen. 2 Stunden später um 6, gleiche Szenerie, piep, piep, piep. Diesmal hat der Fisch keine Schnur genommen. Also vermute ich echt, der erste war noch größer, aber auf jeden Fall habe ich den Fisch dann endlich fachmännisch und vernünftig gedreht. Ich bin mega glücklich, einfach zu beweisen und bewiesen zu haben, dass es Sinn macht, was wir gemacht haben, was wir gesagt haben. Und ich wollte das mir auch beweisen, dass es einfach
eine Strategie gibt, einen Plan gibt und den müssen wir halt durchziehen. Und witzig, dass in der ersten verlängerten Nacht 2 große Fische dran gehabt, einen sogar bekommen. Und heute Morgen, ich wollte meine Freundin besuchen, habe ich gesagt, ey, es tut mir leid, aber ich kann hier nicht weg. Es gibt keine bessere Situation als jetzt. Die Geschäfte stehen ohnehin still. Ich habe die Zeit, ich habe die Möglichkeit. So, ich bin mega glücklich. Ich komme runter von dem ganzen Messestress. Es läuft angeltechnisch perfekt. Ich will jetzt einfach hier bleiben und weiter angeln. Das Schöne ist auch einfach, ich habe nicht einen Zufallsbiss auf den Spot bekommen, sondern ich habe halt wirklich über die Woche herausgefunden, wo die Fische sind, habe sie getroffen und 2 Bisse innerhalb von 3 Stunden bekommen, was für mich ein klares Zeichen ist, ich habe den Spot gefunden. Mega! Es könnte mir einfach nicht besser gehen. Schade, dass sie jetzt seit Marseille schon weg ist, aber ich rette unsere Ehre sozusagen. Er hätte das natürlich auch drauf gehabt, nur wie gesagt, waren die Fische noch nicht hier. Was ich spannend finde, ich habe 2 Leute, die mir hier an diesem See immer sagen, Fallen stellen, Fallen stellen. Immer nur 10, 20 Boilies. Und ich, wie ich schon gesagt habe, möchte immer gerne eine Route Futterstrategie, so ein bisschen eher einen Futterplatz aufbauen, eine Fallen stellen und nicht nur dieses Fallenstellen-Prinzip fahren. Und dann habe ich mir da schon Sprüche abgeholt. Ja, du hast gefüttert, du hast uns die Satzer rangeholt, du hast es versaut. Und jetzt durch diese 2 Bisse ist mir eine Sache bewusst geworden. Ich habe einmal ein Weidenfeld gefüttert und da immer so einzelne Pünktchen gefüttert, dass sozusagen so auch ein Boilie, der eine weiße Seite hat, dass die Fische Sicherheit entwickeln, wenn sie diese weißen Punkte sehen, wissen sie, es ist Futter, aber das ist keine Schnur, die können sie erstmal in Ruhe fressen. Also einen sehr großflächigen Weidenbereich einfach so immer einzelne Pünktchen gefüttert. Und auf der anderen Seite über den Flusslauf habe ich einen größeren Futterplatz angelegt, also weiß nicht, da liegen insgesamt, habe ich da jetzt über die Woche 3-4 Kilo geschmissen, was halt für Frühjahr, denke ich, für mich ist es viel, manche würden sagen, ha, lächerlich, aber für mich ist das schon eher viel Futter. Und jetzt ist mir eigentlich erst bewusst geworden, dass meine Route, die 2-mal gelaufen ist, im Prinzip genau fast in der Mitte zwischen diesen beiden Futterplätzen liegt. Und dort habe ich eine Falle eben gestellt mit 5 Boilies und einer ganz kleinen Spur. Und ich habe mir überlegt, ich bin gespannt, ob ich das jetzt die nächsten Tage bestätigen kann. Aber die Theorie dahinter ist, dass ich mir denke, die Fische können auf beiden Plätzen separat fressen. Sicherheit gewinnen, dort in Ruhe fressen. Ich halte sie in diesem größeren Gebiet. Und die kleinen Satzer, die es hier massenhaft gibt, wie ihr gesehen habt, die können sich da schön fressen und auf die Plätze stürzen wie wild. Und die größeren Fische, die vielleicht nicht direkt auf den Platz gehen, ziehen eben zwischen den 2 Plätzen hin und her, sammeln ein bisschen ringsherum. Und genau die greife ich anscheinend an meiner Falle ab, die auch noch strukturell eine kleine Besonderheit hat am Boden. Also, und der Witz für mich ist, dass ich mich in dieser Woche, wenn es nicht läuft, wenn diese kleinen Fische beißen die ganze Zeit, selbst schon hinterfragt habe, bin ich bescheuert? Kann ich nicht angeln? Oder so diese persönlichen Zweifel. Es kann doch nicht sein, dass alle fangen und ich nicht. Und es ist für mich einfach so eine mega Bestätigung gerade. Geil, ich hatte eine Taktik, eine Strategie, die hat länger gedauert, aber sie geht auf. Und das macht mich ein bisschen stolz, muss ich auch gestehen. Also dann, auf die strammen Schnüre.